Aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen 3. Getreu dem Motto habe ich nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und somit gehen wir auch rein ins letzte Hinrundenspiel gegen Union Berlin. Wir sind immer noch 3 Punkte hinter den Bayern und wie gesagt, extra für die Rückrunde habe ich nochmal ein bisschen aufgestockt, habe aber auch einen Spieler natürlich abgeben müssen, weil ohne Einkäufe oder beziehungsweise ohne Erlöse kann ich auch niemanden kaufen. Ich habe William Pacho verkauft, habe dafür diesen Mann hier geholt, Manuel Akanji, ja, ehemals Dortmund und Manchester City. Habe ich bekommen im Winter, war gar nicht so einfach. Und dann ein Rückkehrer, altbekanntes Gesicht, ihr seht es hier noch mit der 21. Filip Kostic, er ist wieder zurück, da wo er hingehört. Hat immer noch ein gewisses Tempo von Leipzig. Ich meine, im Leipzig-Trikot sieht der scheiße aus, von daher musste er wieder zurück zur Eintracht. Und vorne im Sturm, da spielt heute Boniface, der hat aber auch ein bisschen Konkurrenz bekommen. Und zwar von Joshua Zirkzee, auch ehemals Bayern-Spieler, jetzt bei Bologna, glaube ich. Der ist richtig, richtig gut drauf in Italien. Beziehungsweise ist er auch in echt bei Bologna? Ich glaube, ne? Und von daher, den habe ich mir dann auch nochmal als Ersatz geholt für den Sturm. Ein bisschen was für die Breite. Von daher, wir haben einen richtig guten Kader von der Qualität her nochmal ein bisschen aufgestockt. Wir haben ein gutes Mittelfeld. Da haben jetzt beide Mittelfeldspieler eine 84, 85. Chukwueze hat eine 85. Martin ist bei einer 82, glaube ich. Also das sieht schon gut aus und ich sehe uns da wirklich sehr, sehr gut gerüstet. Dann auch speziell für die Rückrunde. Dann natürlich auch für 3 Wettbewerbe, ne? Und genau, da habe ich ein bisschen verhandelt. Ich habe geguckt, es ist halt im Winter wirklich, wirklich schwer, irgendjemand Gutes zu holen, weil wir ja schon eine Saison gespielt haben und dann ist es halt nochmal schwerer, nochmal irgendwen zu kriegen, weil die dann schon eine höhere Stärke haben und von daher habe ich da versucht, geschaut, muss natürlich auch günstige Leute holen oder Leute, die bezahlbar sind. Musste dann einmal den sauren Apfel beißen, indem ich William Pacho verkauft habe für knapp 50 Millionen in die Premier League nach Bournemouth oder zu Bournemouth. Und von daher, genau, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Vor allem halt Kostic, der ist für die linke Seite, ist halt einfach ein Gewinn. Der ist zwar nicht mehr ganz so schnell, aber trotzdem, der ist noch sehr, sehr flink, schlägt hoffentlich sehr, sehr gute Flanken und wird uns noch den ein oder anderen Sieg vielleicht in der Rückrunde klar machen oder mithelfen. Also der Transfer ist nie verkehrt. Mit Kostic, da machst du nicht so viel falsch, egal bei welchem Verein du bist. Der kann jede Mannschaft besser machen. Und vielleicht auch die Mitspieler ein bisschen mehr in Szene setzen. Guck mal, da kommt er wieder nach vorne gesprintet. Bleibt jetzt leider hängen an einem Gegner, Fratesi. Und wieder Ugarte, die geben sich heute richtig. Oh, schade, da wäre Chukwueze frei gewesen. Ja, und Union, die sind auch, glaube ich, Vierter. Also die sind auch überraschenderweise weit vorne in der Tabelle. Die kommen jetzt hier mit Gosens. Wahrscheinlich die erste Chance. Erstes Gegentor. Koch, Achtung, kommt nicht hin. Und Kanesici im Tor, da brauchte ich nicht nachlegen. Rechtsverteidiger war auch noch okay. Aber vorne und so linke Seite, da hat halt der Schuh ein bisschen gedrückt. Wir haben Meier zwar, wir haben einen Kunku. Sind aber noch nicht ganz so weit. Und bei Filip Kostic weißt du einfach, was du hast, was du bekommst. Von daher war jetzt der Transfer mit ganz, ganz wenig Risiko verbunden. Jetzt halt die Frage, wie wir das hier auf dem Platz umsetzen. Nur oben Boniface, schade. Wenn wir den oben ins Spiel reinbekommen. Jetzt vielleicht nochmal Cardiolo. Ja, jetzt kommt er an. Mit Fratesi, der stürzt rein. Boniface, ja, lässt sich fallen, ist schön und gut, aber da ist keiner. Der muss mehr ins Zentrum. Und, was ich noch sagen wollte, apropos Zentrum und Stürmer, Zirkzee ist natürlich auch 1,97. Also es ist nochmal ein bisschen größer als Boniface. Den werde ich dann vielleicht mal in der zweiten Halbzeit einwechseln, dass wir den auch mal hier zu Gesicht bekommen. Jetzt kommt erstmal Manu Akanji. Ja. Als Innenverteidiger, warum nicht? Ein echtes Spielergesicht. Bei Man City natürlich auch nochmal ein bisschen stärker geworden. Aber gut, unter Pep Guardiola wird irgendwie jeder gut. Da kannst du auch den Zeugwart hinstellen auf dem Platz. Der würde in einem halben Jahr richtig gut werden. Und jetzt kommt erstmal Boniface mit der nächsten Chance. Ja, wir müssen in Führung gehen. Das ist wieder so ein typisches Spiel, Chancenverwertung. Wenn wir die Dinge halt nicht machen, dann werden wir irgendwann leider bestraft. Ich hoffe nicht. Also die Ausrutscher, die dürfen uns halt nicht so oft leisten, wenn wir wirklich deutscher Meister werden wollen. Achtung, der Lupfer! Und er geht nicht rein. Jimenez. Sonst gehen Lupfer immer rein zu 100%. Der war Gott sei Dank zu hoch gelupft.
Das wäre dann wieder so typisch gewesen. Eine Chance Union. Und dann fast das Gegentor. So, aber wir sind auch schon wieder vorne mit vielen, vielen Leuten. Chukwueze, oben Kadiolu und in der Mitte Boniface, der muss rankommen. Aber der Ball war nicht gut. Der Ball war nicht gut gespielt. Akanji, sehr, sehr gut. Geht sehr stark und sehr, ja, aggressiv ins Gegenpressing rein. Dadurch dann diese Chancen. Und immer noch nicht das Tor. Das gibt's doch gar nicht. Samu Chukwueze, nächste Chance, wieder ziemlich frei. Ah, zu genau gezielt, ey. Schade, schade, schade. Aber wenn es so weitergeht, dann dauert es halt echt nicht mehr lange. Aber es muss halt irgendwann geschehen. Es muss irgendwann der Knotenlöser her. Ansonsten wissen wir genau, wie dieses Spiel dann am Ende ausgehen wird. So, nächste Chance. Kostic. Ah, zu schnell. Trimmel. Oh, der ist doch aber nicht schneller als Mamouche. Willst du mir doch nicht erklären? Ja. Okay, Kostic geht auch nicht hin. Oh, langer Ball auf Neuhaus. Da kannst du halt nichts machen. Das bekommst du nicht verteidigt. Da ist er wieder frei. Neuhaus gegen Ugarte. Da kommt gleich irgendwann der entscheidende Ball und dann steht es 1-0 und man weiß wieder nicht wie. Und zwar nämlich jetzt. Achtung, das ist die große Chance und jetzt ist es passiert. In der 2. Minute der Nachspielzeit, obwohl nur 1 Minute angezeigt war. Auch wieder ganz, ganz typisch. Durch Jimenez. Aber es war klar. Da haben wir eigentlich schon den Ball gewonnen. Da stolpert dann Ugarte irgendwie und dann, ja. War es dann nur eine Frage, wie er den Ball reinmacht. Ob langes Eck, kurzes Eck. Dann nehmen sie ja meistens immer den Weg übers Kurzeck. Natürlich. Ach, auch Neuzugang wahrscheinlich. Jimenez. Oder Gimenez. Mit seinem ersten Tor in seinem ersten Spiel, ey. Das hatte ich auch noch nie. Also sonst haben die Leute ja immer schon ein paar Spiele mehr, aber halt noch kein Saisontor. Und das ist es halt hier, ne? Wir haben 5 Schüsse, wir haben mehr Ballbesitz, aber wir machen halt immer wieder dieselben Fehler. So, hier haben wir Zirkzee. Ja, okay, 1,93. Wie groß ist Boniface? Wahrscheinlich auch nicht viel kleiner. Gut, der ist auch genauso groß. Aber wir bringen jetzt einfach mal Zirkzee rein. Der hat nochmal ein paar andere Stärken. Der kann nochmal ein paar, ja, andere Elemente reinbringen. Und vielleicht für die linke Seite mal Mamouche. Beziehungsweise Haraldsson für Mamouche. Der hat mich jetzt leider bislang nicht so, ja, überzeugt bislang in dem Spiel. Aber wir schauen mal. Wir haben noch eine zweite Halbzeit. Vielleicht macht es Haraldsson ein bisschen besser. Und da ist Chukwueze gleich mal auf Zirkzee. Erste Chance. Ah, das gibt, glaube ich, den Abschluss, ne? Ja. John Stones wechselt auch von Juve zu Liverpool. Also hier wird reichlich hin und her gewechselt. Ich werde jetzt mal umstellen aufs 4-3-2-1. Irgendwie gefällt mir heute das 4-2-3-1 nicht. Vielleicht haben wir dadurch wieder ein bisschen mehr Präsenz vorne dann im Strafraum, was wir jetzt natürlich brauchen, wir müssen das Spiel drehen. Martin wieder Zirkzee. Kostic jetzt alleine gegen die ganze Berliner Hintermannschaft. Oh, da ist ja völlig viel Platz. Und ganz frei. Und Fratesi oder Ugarte war es. Bekommen den Ball leider nicht im Tor unter. Aber genau so muss es jetzt weitergehen. Genau so in dem Rhythmus wieder Chukwueze. Und jetzt aber rein damit. Im zweiten Versuch. Und Martin. Was macht er da in der Mitte? Warum geht er weg? Muss er doch einfach nur hingehen. Aber jetzt Fratesi zum ersten, zum zweiten. Und Martin, der hat auch wieder Platz. Martin und Zirkzee. Aber jetzt immer noch nicht. Das gibt's nicht. Was wir hier an Chancen verballern. Wahnsinn. Gut, aus dem Winkel ist es auch schwer. Aber es gab auch Spieler, die den schon mal reingemacht haben. Aber es ist unfassbar, oder? Wir kriegen den Ball nicht ins Tor. Dann steht entweder einer dazwischen. Oder wir stolpern wieder gegenseitig übereinander. Das geht einfach nicht, ey. Aber das geht auch für Union. Also das geht ja wohl nicht 90 Minuten lang gut hier. Jetzt mal Kostic gegen Danilo. Einer seiner berüchtigten Flanken. Ja, es ist keiner da. Doch Chukwueze. Und Zirkzee, der muss da eigentlich auch mit rein ins Zentrum. Dann kriege ich wieder den falschen Spieler hier angewählt. Und dann steht es wahrscheinlich gleich 2-0. Und niemand im Stadion weiß, warum und wie. So, jetzt gibt es nämlich einen Eckball.
Aus dem Nichts wahrscheinlich. Weil irgendeiner unserer Spieler wieder dazwischen war. Neuhaus mit der Ecke. Kostic klärt und Martin. Oh, steht sich da mit Akanji selber im Weg. Jetzt kommt das auch noch mit hinzu. Also wir hauen uns den Ball wirklich bald wieder selber reingefühlt. Wie beim Gegentreffer bislang. Tribbel. Wir können nichts machen. Wir kommen nicht ran. Wo ist unsere Verteidigung? Die steht da, wo sie stehen will, aber nicht da, wo sie stehen soll. So, Akanji dazwischen. War jetzt gerade ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt. Und die nächste Chance. Wieder über Kostic. Der wird doch schneller als Trimmel sein. Also ich habe Trimmel nie so schnell in Erinnerung. Ganz ehrlich. Oh, schöne Flanke, aber Chukwueze kommt auch da nicht ran. Also irgendwie ist das ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Wir sind zwar dominant, aber auch irgendwie nicht. Ist irgendwie echt sehr, sehr merkwürdig. Das macht Haraldsson hier. Dann müssen wir das so machen. Dann muss Kostic Linksverteidiger spielen. Aber ich kann, wie gesagt, im Prinzip nicht mehr machen, außer hier ein bisschen nach vorne zu pressen. Bis nach vorne zu gehen. Und jetzt auf den Schlussspurt hoffen. Die letzten 20, 25 Minuten hier. Müssen wir da noch irgendwie gedreht bekommen. Chukwueze, vielleicht machen wir jetzt den Anfang. Und ausgerechnet dann der Kleinste. Ausgerechnet dann einer, mit dem man eigentlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Bei dem Eckball. Kardiolu. Schöne Pose vor der Fankurve. Alles schön und gut. Aber das ist auch wieder so typisch. Weißt du, wir haben 3, 4 Leute, die sind über 1,90, 1,80, 1,90. Und der Kleinste, der setzt sich natürlich gegen 2 so große Hühner da durch. Ist doch geil, dass sie alle nicht mit hochspringen, ne? Das ist natürlich dann auch nochmal ein Vorteil für uns. So, jetzt haben wir mal zunächst den hochverdienten Ausgleich. Also längst überfällig, aber ihr wisst, wie solche Spiele öfter laufen. Und jetzt dadurch, dass ich noch ein bisschen offensiver gestellt habe, dass noch mehr Leute vorne sein sollen, ist natürlich die Gefahr da, dass wir jetzt doch noch irgendwie ein zweites Gegentor kriegen oder vielleicht selber noch eins machen. Und das lasse ich mal wortlos stehen hier. Zwar nicht ganz so schön wie das Tor von Gift Orban gegen die Bayern damals, aber trotzdem Fallrückzieher mit der Größe. Und Haraldsson hat die Übersicht perfekt gemacht und dann steigt er hoch. Aber auch sehr schön natürlich, das will ich gar nicht schlecht reden, aber ja, das von Orban war nochmal eine andere Hausnummer. Aber ist egal, 2-1, Spiel gedreht. Und das goldene Händchen des Trainers, obwohl ich auch schon ganz schön viele Schweißperlen auf der Stirn habe. Okay, und Joshua heißt er. Nicht Joshua oder was weiß ich, sondern Joshua. Joshua Zirkzee. Auch er mit seinem ersten Tor in seinem ersten Spiel. Also was die Unioner können, das können wir auch. Mit einem Neuzugang treffen. Und jetzt müssen wir das Ganze halt nur noch, sagt sich so einfach, nur noch nach Hause fahren. Oh, Martin, wenn er durchläuft, dann kriegt er den. Der läuft immer noch durch. Bleiben Sie auch mal stehen zwischenzeitlich. Der muss da einfach durchlaufen. Dann hat er ihn. Aber Achtung, Union kommt über Neuhaus. Fratesi, ja, ist da. Gewinnt jetzt auch mehr Zweikämpfe. Sehr gut. Viele, viele Leute vorne. Sehr, sehr gut. Zirkzee. Oh, da muss er Chukwueze einfach reinkriegen. Aber der sitzt schon wieder nach. Der hat einen richtig, richtig wuchtigen Körper. Nochmal ein bisschen bulliger, habe ich das Gefühl. Im Gegensatz zu Boniface. Also es wirkt so auf dem Platz, dass er noch mal ein bisschen kräftiger ist. So, aber aufgepasst, Union, die können mit einer Aktion hier den Ausgleich machen. Und dann stehen wir am Ende wieder mit leeren Händen da gefühlt und wissen gar nicht, wie wir hier unentschieden spielen konnten. Deswegen schießen wir im besten Fall nochmal das 3-1. Oh, aber nicht so, ey. Aufbaufehler. Wahnsinn. Kostic gegen Trimmel. Oh ja, komm, das ist einer für uns. Jawohl, und jetzt müssen wir es einfach nur gut zu Ende spielen. Und zwar über Zirkzee. 87. Minute, das muss das 3-1 sein. Sein Doppelpack. Jawohl. Boah, war das wichtig. Weil du weißt in so Spielen nie, lass mal Trimmel da außen irgendwie sich durchbacken, durchkommen, dann schlägt er die Flanke rein, dann gibt es wahrscheinlich wieder einen Eckball.
Und somit haben wir es dann ganz entspannt zu Ende gespielt. Vielleicht sollte ich auch dieses 4-3-2-1 ein bisschen modifizieren, ein bisschen was umstellen und dann mit dem mal spielen. Weil ihr habt ja gesehen, in der zweiten Halbzeit, das ging eigentlich nur in eine Richtung. Viele Leute vorne, wir konnten auch bis in den Strafraum teilweise reinspielen. Also das habe ich auch sehr, sehr selten. Aber in dem Fall hat das so gut geklappt. Und für Zirkzee natürlich, der gibt erstmal einen aus im nächsten Training. Besorgt uns hier den 3-1-Sieg. Und lässt uns hoffen, dass wir eventuell punktgleich werden mit den Bayern, je nachdem, wie die ihr letztes Spiel gespielt haben. Vielleicht werden wir doch noch Wintermeister. Schauen wir einfach mal. Wir kriegen noch ein bisschen Nachspielzeit obendrauf. 2 Minuten, um genau zu sein. Achtung, Akanji, auch der wird auch noch in der Rückrunde richtig gut. Der hält den Laden da hinten immer zusammen. Hat bei Manchester City echt eine gute Rolle gespielt immer. Achtung, Union kommt nochmal. Wieder Akanji, wieder dazwischen. Auch sehr, sehr fair. Und dann ist es vorbei. Also 3:1, das letzte und 17. Hinrundenspiel. Gewinnen wir also. Wir haben 37 Punkte. Das ist eine gute Ausbeute, finde ich. Aber wir wollen natürlich noch mehr. Wir wollen ganz nach oben. Wir wollen den Titel holen. Und mit dem Kader, wenn es so weitergeht, das ist auf jeden Fall nicht ganz unrealistisch. Alles in allem, glaube ich, ein rundum perfekter letzter Hinrundenspieltag. Und wir sind, okay, Stand jetzt. Die Bayern müssen noch spielen. Wir warten mal ab. Ich wollte schon sagen, Hinrundenmeister. Aber wahrscheinlich gewinnen die Bayern oder holen einen Punkt. Das werden sie ja irgendwie hinkriegen. Dann geht es halt gleich gegen Paderborn. Das sind dann halt gleich die Spiele, die wir auch gewinnen müssen. Ganz klar, da müssen wir 3 Punkte holen. Da können wir auch was fürs Torverhältnis tun. Bei allem Respekt gegenüber Paderborn. Aber das ist halt so. Das wird wahrscheinlich die Schießbude der Liga. Gut, die Bayern haben gewonnen. Leverkusen ist auch nur 3 Punkte hinter uns. Also ihr seht, das wird auch noch richtig spannend. Je nachdem, wie die Rückrunde verläuft. Vielleicht ist das Ding auch am 25. Spieltag schon durch. Das weiß man aber vorher nie. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir haben jetzt mit Paderborn einen Gegner, die haben nur 26 Gegentore. Ja gut, die haben oft unentschieden gespielt. Okay, die haben wenig Tore geschossen. Haben halt, ja, 8 Remis. Aber haben mit 26 Gegentoren, glaube ich, mit die wenigsten eigentlich. Also die haben sogar weniger Gegentore als der BVB. Und die sind Sechster, haben 28 Gegentore, haben aber 34 geschossen und ein paar Siege mehr. Ja, sehr, sehr wild hier. Sehr, sehr kurios. Gegen wen spielen die Bayern jetzt als nächstes? Nächsten Spieltag, ja, okay, gegen Bochum. Die werden auch versuchen, ihre Spiele hier zu gewinnen. Auch mit Voice Crack natürlich. So, was haben wir? Ach so, Leeds United hat unsere Kondition einer Leihe von Jonathan Kofler angenommen. Genau, die beiden hatte ich auch noch auf der Liste. Noch 2 Jugendspieler. Und zwar, genau, einmal Inje, Jonathan Kofler und Ruben Glover. Der hat eine Freigabesumme von 49 Millionen und der ist 16. Der, ja, wird einfach gut. Oder beziehungsweise der kann einfach nur gut sein. Das nehmen wir mal an. Und dieser Glover, den würde ich mir auch gerne holen. Das ist halt genau hier ein Perspektivspieler. Ich bin mal gespannt. Der ist halt auch 18 Jahre alt, auch Stürmer. Ist wahrscheinlich auch so einer wie Van Duyven oder auch Van Dijk. Und bei dem Glover, also wenn der wie gesagt mit 16 Jahren schon eine Freigabesumme von knapp 50 Millionen hat, dann muss da ja irgendwas sein. Also dann wird der auch später mal richtig gut. Dann kriegt er auch eine 90, eine 91, 92 mindestens. Gucken wir gerade mal, den haben wir auch bekommen. Das ist halt Wahnsinn, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich habe den auch nur deswegen verpflichtet, weil ich halt einfach mal gucken wollte, was er wirklich für eine Stärke hat. Bin ich jetzt mal gespannt. Transferangebot für Shaibi. Ah, die bieten uns Naby Keita. Okay, aber der ist doch mehr verletzt als alles andere, oder? Nee, das mache ich nicht. Da blocke ich auch gleich die Angebote für Shaibi, den brauche ich. Auch wenn natürlich jetzt gerade bei andere Leute hier im Kommen sind. Ihr seht, das ist eine gute Mannschaft eigentlich. Gut, Robin Koch, wenn man den noch austauschen würde, wenn man da noch einen 83er, 84er Verteidiger hätte, vorne im Sturm dann auch nochmal jemanden, der schon über eine 80 hat. Und dann so baut man sich so Stück für Stück dann sein Imperium auf, dann holt man die Jugendspieler alle hoch. Ja, entwickelt die noch 2, 3 Jahre und dann hat man irgendwann eine Mannschaft voller 90er-Spieler. Das ist halt einfach krass. Das ist wirklich, wirklich krass. So, jetzt haben wir hier eine neue Leihe. Ja, Animation. Überspringe ich, weil es ist eh immer die gleiche. Jonathan Kofler für 2 Jahre von Leeds United. Und der hat auch irgendwas dabei stehen. Gut, der hat eine 69. Das ist okay. Als Jugendspieler 69. Wer weiß, wie schnell der sich entwickelt. Und bei diesem Ruben Glover. Ich hoffe, dass wir den auch noch hier im Part verpflichtet bekommen. Ah, Leroy Sané
Für Kadiolu. Ach du Scheiße. Ja, wenn Sané Rechtsverteidiger spielen will. Boah, da muss natürlich überlegen, ne? Aber ich habe ja einen, der hat genauso eine gute Stärke. Und der wird ja noch besser. Also ich würde nie einen besseren Spieler abgeben und dafür einen schlechteren holen. Das ergibt gar keinen Sinn. Also Angebot auch ablehnen. Der Kadiolu, der bleibt schön bei uns. Vor allem Sané wäre ja gar nicht so verkehrt. So, jetzt haben wir noch Glover. Den kriegen wir auch noch. Dann gucken wir mal auf seine Gesamtstärke. Da bin ich wirklich gespannt. Was der hat, aber auch nur für ein halbes Jahr, so quasi für die Rückrunde. Einmal kurz gucken, ob der hat schon 79. Überlegt euch mal mit 16 Jahren. Dann könnt ihr euch ja überlegen, also das ist auch ein Monstertalent. Da ist es auch ein Monstertalent. Wo immer die den auch her haben oder von wem ist der denn der Regent? Ist das der Regent? Also von Bellingham auf keinen Fall, weil der spielt ja noch. Aber von wem könnte der denn der Regent sein? Der Glover. Guckt euch das mal an. Der muss normalerweise der Stamm spielen. Ich kann ihn gar nicht auf der Bank lassen. Der hat dazu noch ruhender Ball und Technik als Player-Style. Also der ist krass. Der ist wirklich, wirklich krass. Ich hole mir nur krasse Spieler, ist doch klar. Den setze ich auf jeden Fall auf die Bank. Da muss leider Chaibi für weichen. Aber den werde ich im nächsten Spiel auf jeden Fall... Den kann ich ja spielen lassen. Gegen Paderborn. Ich spiele vielleicht mit Zirkzee vorne, dann mit Glover. Das erinnert mich immer an das Nintendo 64-Spiel. Und dann... Ja gut, Haraldsson, nee. Da lasse ich Kofler. Den bringe ich auch nochmal irgendwann rein. Vielleicht in einem Spiel, wo es um nichts mehr geht. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie gut der ist. Aber Glover, den müsste ich eigentlich verpflichten. Also da müsste ich auch mal ein bisschen Geld im Sommer in die Hand nehmen, wenn ich da ein Meister hoffentlich bin. Das geht gar nicht anders. So, also, dann entlasse ich euch. Wir haben ein paar gute Transfers getätigt. Vor allem, wie gesagt, der Glover. Da bin ich gespannt, was der so alles drauf hat. Gegen Paderborn wird er auf jeden Fall spielen. Ich werde noch mal ein bisschen die Formation anpassen. Vielleicht starte ich mit einem 4-3-2-1 dann in Zukunft. Ja, oder auch nicht. Mal gucken. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.